Herzlich willkommen zu Game Nummer 1 zwischen dem Team von Wen und HMS. Die beiden Teams spielen mit folgender Schiffsaufstellung. Wir haben bei them eine Columbo, eine Lauria, eine Cerberus, Moskwa, Marseille, Doppelkleber, Gdansk und Ragnar. Auf der anderen Seite bei HMS haben wir eine Ohio, Bourgogne, Doppel-DM, Doppel-Moskwa, Doppel-Gearing und eine Kleber. So, dann werden wir erstmal schauen, wohin sich die Leute hier verkrümeln werden. Wir werden hier die Skalierung noch etwas anpassen, weil mir das doch etwas zu groß war. So, dann schauen wir mal hier zu HMS rüber. Die spielen wahrscheinlich hier einen Smoke Train mit der DM. Die Gearing wird sich Richtung Zentrum, Moskwa, schauen wir mal, Ohio, wir haben Bourgogne, DM, Moskwa, Kleber. Vielleicht hier ein Early Cap, ist es sogar eine Lecce Kleber? Interessant. Dann auf der anderen Seite bei them sehen wir hier Wolfpack. Das könnte gefährlich werden für die Kleber. Wolfpack mit Ragnar, das heißt Radar ist ready, der wird auch seinen Speedboost gezündet haben. Wir haben hier Marseille, Moskwa und Lauria. Mit der Lauria auch nochmal ein schnelles BB, was über die Flanke gehen kann. Colombo schiebt in die Mitte rein. Und Gdansk und Cerberus. Das finde ich eine interessante Wahl, muss ich ehrlich gestehen. Ja, sie fahren hier auch relativ breit an. Ich denke mal, sie werden versuchen, hier außen zu farmen. Wenn was kommt, Kleber geht jetzt auf. Da kommen schon die Shots mit der Moskwa. Da muss die Moskwa aufpassen, weil die Columbo wird ihn mit Sicherheit so ein bisschen auf Kante haben. Sollte er aufpassen, dass er nicht dreht. Da kommt die SAP-Salve. Schauen wir mal, was da so kommt. Kriegt dann einen Dodge, aber es sind trotzdem ist ein bisschen Damage, ne? Sind doch wieder 15k. Die tun halt weh und jetzt ist die Kleber gespottet gewesen, kurze Zeit. Und da kommt viel Damage rein, auch mit dem Reload-Booster von der Kleber. Also das hat auf jeden Fall ein bisschen gezogen. Aber man sieht, dieses A und das B-Cap ist halt auf der anderen Seite des Spawns und das dauert, bis man da drüben ist. Und die Frage ist, fahren die zwei Klebers innen lang? Sie fahren sogar innen lang. Das könnte sein, dass sie da ein bisschen Damage nehmen dafür. Da connected sogar nicht so viel. Die Moskwa hat schon massiv gelitten. Ragnar ist jetzt spotted, aber du hast halt das Problem, du hast nicht wirklich Schiffe, die auf ihn schießen können, außer der Moskwa selber. Aber ich könnte mir hier vorstellen, dass die Moskwa in einer gefährlichen Position ist und da ohne weiteres rausgefarmt werden kann. Ja, mit dem Doppelkleber, der Ragnar, die werden den jetzt richtig schön runterkauen. Also das wird jetzt nicht so viel Spaß machen. Ich glaube, dieses Moskwa-Positioning kann unfassbar unangenehm sein. Weil es ist halt sehr offensiv und wenn du es nicht decken kannst, was du halt hier in der Mitte nicht hast. Die Torps sind gar nicht so schlecht. Dodged bekommen. Ja, also die Moskwa ist halt Freiwild, ne? Das muss man leider sagen. Der wird da nicht wirklich Spaß haben, weil die Doppelkleber mit der Gdansk, die farmen ihn halt runter. Und die Marseille hat auch nochmal drauf geschossen. Brennt jetzt runter. Damit First Blood für them und dabei First Cap für HMS, die hier außen ihren Smoke Train spielen. Das Radar, finde ich, war ein bisschen zu früh, weil so wirklich Spot hatten sie nicht. Und die Gdansk war jetzt auch nicht wirklich im Cap drinnen. Also, keine Ahnung, warum hier das Radar kommt. Also, ich weiß nicht, ob die DM gespottet war, aber ich glaube eigentlich nicht, weil der ist halt deutlich vom Radar weg und so viel Distanz zwischen Radar und Spotting ist bei der DM jetzt auch wieder nicht. So, wir sehen jetzt hier, HMS bereitet sich wirklich auf B vor, aber was man auch sieht, ist, dass them sich auch auf B ganz schön vorbereitet, weil die kommen dann mit einer ganz schönen Meute. Und die haben hier auch, denke ich, einen guten Geschwindigkeitsvorteil, weil sie Doppelkleber haben, Doppelmass und eine Marseille mit der Lauria, die auch nochmal ein sehr, sehr schnelles Schlachtschiff ist. Die Columbo hier ist eigentlich relativ safe, hätte ich jetzt mal gesagt. Klar wird er jetzt ein bisschen gefarmt von der DM, aber er hat halt potenzielle Cross-Shots. Versucht jetzt mal den Blind-Shot auf die. Okay, ich glaube, die Gearing war spotted von dem Gdansk Raider. Aber ich denke, jetzt könnte er wieder reinfahren.
Ja, also ich würde gucken, dass er nicht zu weit rauskommt und dann wieder gemütlich hier sich ins Cap zurückzieht. Die Moskwa hat auch ein gefährliches Positioning, weil wir hier ein BB haben, das ihn potenziell punishen kann. Apropos punishen, die wunderbare Marseille hat ihm auch einen gewischt und da kommt die nächste Salve. Die wird aber nicht ganz so gut werden. Wahrscheinlich war da auch ein bisschen Lauria mit dabei. Lauria nimmt ein Tor ab. Aber hier könnten demnächst die Crossshots kommen. Ich bin ziemlich sicher, dass die Lauria, die Columbo die Türme hier dreht für die Moskwa, die sehr, sehr offen steht. Also das kann hier für HMS sehr, sehr schwer werden, weil sie halt keinen Zugriff kriegen. Und Dem hat halt so ein gutes Positioning wieder, dass sie gleich die zweite Moskwa killen. Also es ist nur eine Frage der Zeit. Da kommen schon die Crossshots. Das ist klar, dass die angesagt sind. Er fährt jetzt vor, aber er hat nicht wirklich viel Weg. Jetzt ist nur die Frage, wie viel geht da rein. Ja, genügend. genügend soweit. Also, damit ist die zweite Moskwa raus. Hier das Smoke Train ist mir auch ein bisschen zu passiv. Man hat jetzt so viel Boden verloren auf allen möglichen Maps. Und auch hier, ja, man hat zwar jetzt das B-Cap, aber man hat das C-Cap verloren. Die Ragnar hat halt gegen die Kleber ein ganz leichtes Spiel, würde ich jetzt erstmal sagen. Und diese Columbo steht halt auch sehr, sehr unangenehm. Kommen nochmal Shots, weil die DM spottet. Ne, es waren einfach nur Blindshots. So, wir schauen nochmal rüber hier auf B. Dadurch, dass es jetzt so viele Caps gibt, passiert viel mehr parallel. Das ist deutlich anstrengender, jetzt hier alles zu erfassen. Bourgogne wird massiv rausgedrängt. Ja, die pushen hier halt runter. Die DM hat auch gleich keinen Spaß mehr. Sobald die Lauria hier rum ist, da kommt auch die SAP-Schelle. Bourgogne ist da sehr, sehr anfällig, ne? Relativ weiches BB. Also sie können halt nicht wirklich was entgegensetzen. HMS. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, also sobald die Lauria herum ist, dann wird es hier richtig schmerzvoll für die DM. Die kriegt dann Overmatch schön auf die Spitze drauf und dann ist es nicht nur ein Ziehen in der Leistengegend, sondern noch ein bisschen mehr. Ja, man sieht ja auch in der Mitte die Ragnar so und die Kleber halt komplett raus. Ne? Da bringt dir die Lecce-Kleber halt gar nichts. Die Ragnar macht das in feinster Gemütlichkeit. Die Kleber hat auch keine Gun-Performance dadurch, dass sie Lecce-Kleber ist. So, und jetzt schauen wir mal, ob hier was weggezaubert wird. Auf jeden Fall wurde die Kleber schon mal weggezaubert, aber jetzt könnte eine DM gezaubert werden. Da kommt die Salve und die DM ist raus. Ja, keine Chance hier von der DM hier. Die musste einfach leiden. Das ist halt immer, wenn es Overmatch reinkickt, dann hast du als Cruiser-Spieler nicht mehr so viel Spaß. Ja, man kann jetzt eigentlich schon gut sagen, dass hier eigentlich der Deckel drauf ist. Also ich sehe jetzt in keiner Welt, wie HMS da zurückkommen muss. Sam hat halt schon wieder einen wunderbaren Auftritt hier hingelegt im ersten Game, war super stark gespielt. Die hatten halt einen Plan auf C und auf jeden Fall auch auf A mit dem Push. Da machst du halt nichts. Und sie wussten halt genau, mit der Ragnar-Kleber-Kombo kannst du es halt gut spielen. Ich frage jetzt halt, ob man von HMS diesen Moskwa-Positioning, das war zu offensiv. Ob man dann, wenn man hier diese Schiffsaufstellung sieht, vielleicht sagt, okay, ich stelle die Moskwa vielleicht hier hin und versuche hier ein Übergewicht zu schaffen und dann hier rein zu pushen, weil die Moskwa war freiwillig und auch die Moskwa. Ich meine, du hast so ein schlechtes Concealment und von 14-1, da wirst du halt so schnell gespottet, vor allem wenn du weißt, dass die DDs in der Mitte die Caps contesten und du bist halt spotted. Und du weißt auch, dass die Lauria ist und dann kannst du halt hier nicht mehr hin, die Columbo hier ist, du kannst halt dann auch nicht mehr hier hinfahren. Das ist halt keine Chance. Und ich glaube auch, die BBs haben nicht wirklich Impact generieren können. Du wirst halt einfach grandios outpositioniert, würde ich mal sagen. Und ja, das hat halt them wie so ein bisschen auch erwartet, sehr souverän gespielt. Also ich habe da schon auch erwartet, dass da jetzt hier erstmal ein schönes erstes Game kommt und das haben sie auch gezeigt. War auf jeden Fall sehr, sehr gut und durchdacht gespielt und dann auch die Fehler des Gegners ausgenutzt. Und gerade bei so einem Team wird das halt nochmal doppelt und dreifach gepunished. Jedwedliche Fehler. Eieiei, meine Aussprache. Damit herzlichen Glückwunsch an Them
und damit erstes Spiel des heutigen Tages gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.